A Day in the Life of a Bodybuilder Kai Green, die gesamte Doku. Wir gucken jetzt uns den zweiten Part an. Let's go, Freunde. On Saturday afternoons in Brooklyn, an assortment of bodybuilders and figure competitors. Genau, hier zeigen die jetzt, glaube ich, erstmal so ein Posing-Seminar, Posing-Coaching. Ich bin 1,79 Meter. Gather for a posing class. Ian Mercer was a bodybuilder in the 1960s and is now a legendary expert on the fine art of posing. His class is an exhausting 2 hours of nothing but turning. Das ist der zweite Part, genau. Flexing, turning, and flexing. He runs his students through the mandatory poses again and again, preparing them for the judges' scrutiny. Ja, so ein Posing-Coach braucht der ein oder andere Athlet definitiv. Ja. Voll oft ist Posing wird komplett vernachlässigt. Will, danke dir für 14 Monate, mein Lieber. Ian walks the line like a drill sergeant, making minor and sometimes not so minor adjustments. Keep it tight, keep everything tight. Hold tight, hold your head up, open your Ja, dem fliegen gleich die Augen raus. shoulders. That's it. Tighten that leg now. There we go. Hold it tight. Coming down the line. Hold, 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 hold it. Set it, set it. Lock it. Hold, 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 Was soll er holen, Digga? hold, tight, tight. Kick it out. There we go. Hold tight, hold it, hold tight, hold it. Bester Coach deiner Meinung nach? Boah, es gibt bestimmt viele Top-Coaches, ne? Ich war bei Stefan Kienzel in meiner letzten Prep, war sehr zufrieden. Danach habe ich einen polnischen Coach mir genommen für die Off-Season, war auch sehr zufrieden. Was ich gerne mal machen wollen würde, wäre, also ich persönlich, ist zwar ein Haufen Knete und ich weiß auch, dass der nicht jeden annimmt. Ist das ein Fleck? Nee. Wäre natürlich Patrick Tour. Mir gefällt einfach sein Mindset, seine Arbeit, seine Pläne, wie der das macht. Ich kenne ja viele aus der Szene und ich weiß, wie die Pläne bei ihm ausschauen. Auch mit dem SST, Trainingssystem und so weiter, auch mit der Ernährung. Er setzt auf viele verschiedene Proteinquellen. Finde ich sehr, sehr interessant, auf jeden Fall Patrick Tour. Aber ich glaube, das kostet, ich glaube, 400 bis 600 Euro im Monat nimmt der Kollege. Und ganz ehrlich, Freunde, das wäre mir einfach zu viel Geld. Zu viel Geld für einen Coach, muss ich euch ehrlich sagen an der Stelle. Wenn ich ein Profi-Bodybuilder wäre, dann wäre das natürlich was anderes, weil das wäre mein Job. Aber mein Job ist es, hier auf dem Stuhl zu sitzen und euch zu unterhalten. Spike it, pop it, pull it out. On conquer 3. 1. Among this group of hopefuls are those who have already competed in bodybuilding contests, standing alongside those who are anticipating stepping on stage for the first time. Aber ich muss auch sagen, ich bin so ein Coaching-Patient, ich sage immer Patient. Ich bekomme einen Plan und halte meine Fresse und arbeite einfach den Plan ab. Ich melde mich einmal die Woche zum Check-in. Es gibt Leute, die denken von einem Coaching, dass man dann noch irgendwie Motivation bekommt oder morgens früh wird man geweckt und der Coach sagt dir, yo, gib heute Gas, gib alles. Nein, ich bin ich bin stumpf. Gib mir den Plan, ich ziehe den durch und halt mein Maul. Ja, wenn es läuft, dann läuft's. Und meistens, also eigentlich lief es immer. 500 Euro im Monat, hat Fabi letztens gesagt in der Story. Ja, Mann, das siehst du, also kommt hin. Zwischen 400 und 600 lag ich tatsächlich richtig. Also here most Saturdays. Und da hinten einfach der Kai versteckt sich im Hintergrund. Is the two-time Arnold Classic winner and Mr. Olympia contender, Kai Green. Kev, danke dir fürs Prime-Abo und den Deal können wir leider nicht machen, weil ich gar kein Shirt zu Hause besitze. Alles ist im Lager. Alles ist leider im Lager. Ja, ich habe nur von jedem Exemplar eins in meiner Größe. How's it feel the second time around? I mean, the first, nothing can ever replace the first time, as we all know. How's it now? What does it feel like? It feels amazing. And I encourage anyone out there who ever had an idea, a thought about something that they'd like to accomplish, or they'd like to, but they know it would demand the best of their efforts and the most of their concentration and everything that they had inside of them in order to get there and make it happen. I encourage you to do it. And when you do, then you'll know exactly how I feel right now. Voll der Süße. Very good. It would be tempting for a bodybuilder of Kai's stature to think that he has arrived and that he has learned all he needs to know about his sport.
it's easy to let the accolades and the glare of the spotlight cause you to forget the work that has gotten you here and the work that yet needs to be done. Kai knows better. Those star moments that, you know, fill the highlight reels and, you know, leave an audience in awe to watch. Oh, wow, play that again. I want to see that. Those seconds are built. Ja, und der stand nicht neben irgendwelchen Piepen auf der Bühne, ne? Der hatte richtig brutales Teilnehmerfeld immer. Und hat mal eben abrasiert die Arnold Classic zweimal hintereinander. Alex, danke dir fürs Prime-Abo, Digga. On thousands and thousands and thousands of hours that a lot of people wouldn't think are worth, you know, adding to a highlight reel. Basic. Gnocchi oder Schupfnudeln kannst du als Carbquelle einbauen, sobald du die gut verdaust. Bei mir machen Nudeln bereiten gar keine Probleme, Kartoffeln ebenfalls nicht. Gnocchi bestehen aus Kartoffelmehl, Schupfnudeln ebenfalls, kannst du gerne so einbauen, wenn deine Verdauung mitmacht. Fundamentals being applied over and over and over. Schön Stepper. And over again. Getting up a certain time, doing certain things, cooking your meals, going to, you know, do your cardio, walking through the disciplines, keeping the checklist, and staying on top of them. Those are the things that, you know, when you string them together, start to create a day of efficient action. The more likely you are to string those days of efficient action together, the more likely it will be that you can set up your own success. So far in this day in the life, Kai has done his cardio early in the morning, shopped for food, cooked and packed it. Dann haben wir ja in der ersten Episode geguckt, letzte Woche. These are the building blocks of any successful bodybuilder's daily routine and cannot be skipped over or ignored. These fundamentals seem simple, and Kai can sound repetitive when asked to talk about. Bei dem Kardiogerät würde ich mit einer Psychose rausgehen. Ja, Mann. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oasis vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. About it, but it is this relentless, repetitive simplicity which is the foundation of bodybuilding and can sometimes be its most difficult aspect. Some of Kai's duties that are not a part of the lives of most practicing bodybuilders at the amateur level are the obligations to his various sponsors. Ey, ich habe noch von irgendeiner FIBO, ich weiß nicht wo, in irgendeinem Karton im Keller, habe ich ein Autogramm von Kai Green, wo auch drauf steht für William. Ich weiß nicht, wo das ist, ich muss das mal rauskramen. Personal appearances, guest posing, photo and video shoots like this one for the Train with Kai instructional series are all things that can interrupt the schedule of day-to-day activity. And yet, despite all of this, those fundamentals of bodybuilding must continue to take precedence. One of those fundamentals is posing, which brings us here to a Saturday afternoon posing class that Green attends once a week. Though this is not a daily thing, Kai Wieder am Ölen ist Wahnsinn. feels that it is an indispensable part of his weekly routine. Everything tight. Good. Geil, Traffic, viel Spaß. Welche Flavor Tasty hast du geholt? Relax. Catch yourself. Take a deep breath. Das glaube ich, da ist er, glaube ich, in der Off-Season-Form, ne? Und weil er ist halt sehr schwammig, aber brutale Masse, ne? To me, posing is the end of all the hard work and all the dieting and everything. It is the walk that you do to get your degree. I look at it like this. You're in school, training every day. Geil, die Doppelbizeps bei ihm ausgesehen hat. You're in school, you're doing your work. Also bei ihm hier. Entspannt. No, you go to the show. That's your graduation ceremony. Your posing is your walk to get your diploma. Bring it closer to your body. Right, hold tight, lock it, pull it down, and set it. Let's go, right, all the way down and then set it. Hit it, come on. Even as a teenager, Kai was an Da hat er schon den Robocop-Dance gemacht, Digga. excellent poser, breaking new ground by incorporating hip-hop moves Guckt euch das mal an. into his routine. In 2007, Kai exploded onto the scene with his now famous Dirty Diana Der hatte so ein, das müssen wir uns gleich mal reinziehen.
Zu Dirty Diana hat er gepostet. Michael Jackson, guckt euch bitte diese Performance an. Diana routine and has since taken posing in a new direction. Some people love it, some people hate it, but no one can deny that Kai is anything but an expert. And yet he humbles himself once a week and continues to learn from his original teacher. Hold it. Hold. Pull it back to me. Every now and then you need a tweak. See, bodybuilding is subjective. A good bodybuilder or a great bodybuilder would always look for what he can improve on. Nobody's perfect. You can always learn a little something. You might forget something. And John Way schenkt Williams Haribo ein Abo und der hat somit keine Werbung mehr. Vielen lieben Dank, John Way. somebody can see something that you forget and tell you, look, hey, you forget how to hit this. You got to do it back then. And then you remember, oh yeah, this is how I used to do it before. And you go back to old school and it works. Sit on their hips. Ready? Hands behind your head. Abdominals on tight. Leg of your choice. Sit on that leg. Sit back, crunch, and blow it out. Tighten your abs. Blow it out. Blow it out. Squeeze them quads. Crunch. Pull. Hamstring. There we go. Dann müsst ihr erstmal den Boden wischen da. Head up. Pull tight. Pull. Lift it up. There we go. Hold it, and then you set it. John Senk 94 abonniert mit Prime, Dankeschön. There we go. Hold it. Pull tight. Head up. Hold it. Vergleich mal bitte. Der ist ja auch schon ein bisschen trainiert, ne? Aber wenn man dann so einen Kai daneben sieht, denkt man, der hat noch nie eine Hantel in der Hand gehabt, der Kollege. Das deutsche Panzertoast verschenkt auch noch 2 Abos. Vielen lieben Dank, Panzertoast. The most muscular, I gotta see every muscle squeeze. Legs, traps, chest, abs, arms. Your quad is the most important thing here too. Tighten them up, squeeze them, hold tight. Hold tight. Good, relax, stand up. Thank you. Though Kai is naturally a shy person, he nevertheless spends some time as the center of attention once the session is over. He's used to it, of course, but he's always sure to maintain his eating schedule. The next stop in our day in the life is the gym. As we drive, the exhaustion of the bodybuilding lifestyle begins to show, and Kai quietly nods off. It's got to be tough. Schön am Schlafen auf dem Weg ins Gym, ne? Ganz viel Regeneration hat der Kai auch gehabt. Moving 275 Wie Urs. or more pounds of muscle around all day. And it's not over yet. Kai is very fortunate that by this point in his career, he can pick and choose where he trains. Most days, he works out at the mecca of bodybuilding on the East Coast. Legende, das Bev Friends, Bev Gym, Powerhouse Gym in New York. Richtig geil. Und da gucken wir am Mittwoch übermorgen direkt weiter. In diesem Part ging es um Bodybuilding. Mittwoch gucken wir dann sein erstes Training. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20:30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.